Angefangen erst mal beim Fahrradfahren, so 5, 6, 7, 8 Jahre. Also ich habe das so lange hinausgezögert, bis es nicht mehr ging. Gell. Dann hat auch meine Frau gesagt, ja, also jetzt musst du was machen, das geht so nicht weiter. Trotz schmerzender Hände arbeitet Jürgen Binkowski zweimal die Woche ehrenamtlich bei der Frankfurter Tafel. Mit seinem Problem steht er nicht alleine da, sagt Handchirurg Professor Christoph Hirche. Es ist tatsächlich eine Volkskrankheit und viele Patienten kommen leider auch sehr spät, schon mit sehr fortgeschrittenen Schädigungen, weshalb das eine Erkrankung ist, über die wir tatsächlich auch gerne immer wieder Aufklärungsarbeit betreiben. Man wurde wach, hatte Schmerzen in den Händen, in den Armen, musste aufstehen, ausschütteln und es hat eine Zeit lang gedauert, bis man dann wieder eingeschlafen war und es wurde dann mit der Zeit immer schlimmer. Schließlich begibt sich Jürgen Binkowski in die Hände von Albrecht Heine Geldern, Oberarzt an der BG-Unfallklinik in Frankfurt. Tierische Schmerzen, habe das Gefühl, als ob die Finger wie Würste sind, Taubheitsgefühl. Ich klopfe Ihnen da jetzt entlang des Nerven und Sie sagen mir, ob es irgendwo kribbelt oder so elektrisierende Gefühle gibt und dann sagen Sie mir Bescheid, ja? Mhm. Kribbelt ein bisschen. In den besagten Fingern oder auch woanders? In den besagten Fingern. Wird das jetzt stärker? Ja. Okay. Und wenn es schwächer wird, sagen Sie mir wieder Bescheid. Jetzt ein bisschen. Und hier war es Maximum? Ja, das ist Maximum. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Das Karpaltunnelsyndrom ist ein Nervenkompressionssyndrom. Es gibt eine Engstelle, die körperlich vorgegeben ist am Übergang zwischen Unterarm zur Hand am Handgelenk, der sogenannte Karpaltunnel. Das besteht aus einem bindegewebigen Dach, was eben durch verschiedene Ursachen halt dicker werden kann und den Nerv einengen kann. Das können unterschiedliche Ursachen haben. Es gibt Verbindungen zu Stoffwechselerkrankungen, zur Schwangerschaft, zu Unfällen, aber tatsächlich auch altersbedingt. Es gibt familiäre Häufungen. Es gibt sehr viele Ursachen, die das bedingen können. Aber viel wichtiger ist halt, diese Ursache frühzeitig dann zu finden und zu diagnostizieren, wenn der Nerv noch keine dauerhaften Schädigungen bekommen hat. Es wurde neurologisch nochmal abgestimmt, ob die Nervenbahnen irgendwie schon geschädigt sind. Und das sind sie, an beiden Händen. Deshalb raten die Handchirurgen Jürgen Binkowski zur Operation. In einem frühen Stadium kann ein Karpaltunnelsyndrom auch konservativ behandelt werden, mit einer Schiene für die Nacht zum Beispiel. Wenn aber schon langfristige Schädigungen des Nervens zu vermuten sind, eben durch einen Abflachen der Daumenbeinmuskulatur oder eben halt auch schon eine sehr lange bestehende Missempfindung, dann sollte man tatsächlich frühzeitig an eine Operation denken, um eben die dauerhaften Einschränkungen und Schädigungen zu verhindern oder halt zumindest eine gewisse Regeneration, eine Erholung des Nervens zu ermöglichen. Wenn, wie bei Jürgen Binkowski, beide Hände betroffen sind, wird in der Regel zunächst die Hand operiert, die die größeren Schmerzen verursacht. Außer Pullover ausziehen kann man den Rest anlassen. Und es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass man hergegangen ist, den Arm abgebunden, sondern man hat dieses Verfahren genommen, was schon öfters auch in Amerika gemacht wurde, dass man einfach in die Handfläche diverse Spritzen eingesetzt hat und so eine halbe Stunde gewartet hat, bis die Handfläche weiß war und dann war die Durchblutung gestoppt und dann konnte man anfangen aufzumachen. Man hat halt alles gemerkt. Es waren keine Schmerzen da, aber man hat gemerkt, wie der Kanal durchgeschnitten wurde oder gekappt wurde. Gell. Nach der Operation soll die Hand zunächst etwa eine Woche lang nur leicht bewegt werden. Danach beginnt die Physiotherapie. Hallo. Einige Wochen nach der Operation an der zweiten Hand. Jürgen Binkowski kommt zur Kontrolluntersuchung an die BGU. Was ich mir noch anschauen möchte, ist eben die Narbenbildung. Ja, die ist bei Ihnen ideal verlaufen. Also man sieht jetzt wirklich den Schnitt kaum mehr. Auch hier, man sieht sozusagen die beiden Zugänge zu dem Karpalkanal. Bei Ihnen wurde ja eine Technik verwendet, wo man über zwei kleine Schnitte das Karpaldach darstellt und unter Sicht des Mittelnerven dann dieses Karpaldach spaltet. Man hat den großen Vorteil dieser biportalen Technik, dass man genau in der Belastungszone, was Sie vorhin beschrieben haben, wenn Sie Fahrrad fahren, keine Narbe haben, ja, sondern nur sozusagen in der Hohlhandinnenfläche und im Handgelenk. Ja.
Dr. Heine Geldern ist mit dem Heilungsverlauf zufrieden. Wunderbar. Wunderbar? Nicht stärker geworden, nicht schwächer geworden? Okay. Ideal. Perfekt. Noch spürt Jürgen Binkowski leichte Einschränkungen in der stärker betroffenen linken Hand. Der Nerv braucht seine Zeit, um sich zu erholen. Bisschen taub vorne links, aber das ist okay. Nach Auskunft vom Doc, und das würde sich mit der Zeit geben. Und ansonsten alles in Ordnung. Keine Probleme.